Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Das Jahr schreitet gefühlt unglaublich schnell voran, denn wir haben bereits September. Es ist also wieder Zeit für ein Video zur aktuellen Lage in Kuba. Wir betrachten Themen und Ereignisse, die zuletzt und aktuell in Kuba passiert sind. Auf den Wechselkurs und die Einreisebestimmungen werde ich auch dieses Mal nicht eingehen, da es hier kaum Änderungen gab. Unter Etocke könnt ihr den aktuellen Wechselkurs einsehen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bevor wir jedoch nun mit den Themen des heutigen Videos starten, checkt nochmal, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Wenn nicht, dann nehmt euch kurz die Zeit dafür. Ich danke euch. Ich habe ja schon im Vorfeld davon berichtet, seit kurzem können Reisende das Visum für Kuba ganz bequem online beantragen. Und zwar über die Website evisakuba.cu. Mit diesem neuen E-Visa-Verfahren soll alles einfacher und schneller gehen. Ihr könnt das Visum jetzt mit nur wenigen Klicks beantragen und es ist dann für 90 Tage gültig. Angekündigt wurde das Ganze bereits im Mai auf der Nationalen Tourismusmesse. Ziel dieser Umstellung auf ein digitales System ist es, das gesamte Verfahren effizienter und sicherer zu gestalten, von der Beantragung bis hin zur Grenzkontrolle. Und noch ein Vorteil daran, das Ganze ist auch umweltfreundlicher, da auf Papier verzichtet wird. Mit dieser Neuerung geht Kuba einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung seines konsularischen Systems. Es passt sich damit den aktuellen Bedürfnissen der Touristen an und stärkt gleichzeitig seine digitale Infrastruktur. Aber keine Sorge, falls ihr noch eine Touristenkarte in Papierform habt, könnt ihr diese weiterhin nutzen. Laut den letzten Informationen bleiben diese Karten nämlich mindestens bis Ende des Jahres gültig. Was braucht ihr für das E-Visa? Ein Reisepass, der noch mindestens 6 Monate gültig ist, und eine E-Mail-Adresse. Die Gebühr von 22 € könnt ihr von Deutschland aus entweder per Banküberweisung oder über Girokonto, Girokarte bzw. Kreditkarte direkt im kubanischen Konsulat in Berlin oder Bonn bezahlen. Die Website gibt es momentan in Spanisch, Englisch und Französisch und die Ausstellung soll innerhalb von 3 Werktagen erledigt sein. Mit diesem papierlosen Verfahren folgt Kuba dem weltweiten Trend, Migrationsdokumente zu digitalisieren. Denn immer mehr Länder setzen auf E-Visa. Im ersten Halbjahr 2024 sind fast 40% der staatlichen Investitionen in den Tourismussektor geflossen. Das mag auf den ersten Blick positiv klingen, doch Experten schlagen Alarm. Während der Tourismus boomt oder boomen sollte, bleiben essentielle Bereiche wie Gesundheit und soziale Wohlfahrt stark vernachlässigt. Diese Investitionsstrategie hat zu heftigen Kritiken geführt. Besonders der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Pedro Monreal hat diese stark verzerrte Struktur der Investitionen scharf kritisiert. Laut offiziellen Daten der Nationalen Statistik- und Informationsbehörde zeigt sich ein krasser Widerspruch. Der Betrag, der für Gesundheit und soziale Wohlfahrt aufgewendet wurde, war 14 Mal geringer als der für den Tourismus. Und das, obwohl die Hotelbelegungsrate aktuell nur bei mageren 28% liegt. Monreal fragt sich zu Recht, ob diese Investitionspolitik wirklich im Einklang mit den Bedürfnissen des Landes steht. Noch brisanter, obwohl die kubanische Regierung offiziell die Ernährungssicherheit als Priorität erklärt hat, flossen gerade einmal 2,5% der Investitionen in die Landwirtschaft. Ja, ein Betrag, der 15 Mal niedriger ist als der für den Tourismussektor. Dies steht in direktem Widerspruch zur offiziellen Rhetorik, die eine Stärkung der Produktivität und der Wertschöpfungskette fordert. Monreal warnt, dass diese stark unausgewogene Investitionsstrategie die Glaubwürdigkeit der Regierung untergräbt.
Die minimalen Investitionen in den Gesundheits- und Sozialbereichen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Nachhaltigkeit und Fairness der Wirtschaftspolitik Kubas dar. Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. In den letzten Tagen hat Kuba eine neue Eskalationsstufe der Stromausfälle erreicht. Weite Teile des Landes sind von massiven Stromausfällen betroffen, die das tägliche Leben der Menschen und die ohnehin angeschlagene Wirtschaft des Landes schwer belasten. Seit einigen Tagen kommt es wieder zu Stromausfällen von bis zu 14 Stunden oder mehr pro Tag. Die staatliche Stromgesellschaft gab bekannt, dass 6 Kraftwerke aufgrund technischer Probleme vom Netz genommen werden mussten. Diese Pannen sind das Ergebnis eines veralteten und schlecht gewarteten Stromnetzes, das schon seit Jahren Probleme bereitet. Diese Stromausfälle sind kein neues Phänomen in Kuba. Spätestens seit 2021 kämpft das Land immer wieder mit solchen Ausfällen, die das Leben der Menschen und die Wirtschaft stark beeinträchtigen. Diese Krise hat in der Vergangenheit sogar zu Protesten geführt. Die Stromausfälle sind nur ein Symptom einer viel tiefer liegenden wirtschaftlichen Krise. Kuba kämpft nicht nur mit einem Mangel an grundlegenden Gütern wie Lebensmitteln und Medikamenten, sondern auch mit einer zweistelligen Inflation, die Kaufkraft der Bevölkerung stark schmälert. Hinzu kommt der akute Mangel an Devisen, die dringend benötigt werden, um Treibstoff und Ersatzteile für die marode Infrastruktur zu importieren. Wie die staatliche Website Granma berichtet, steht Kuba kurz vor der Einführung der Plattform kubagop.cu. Diese soll eine Vielzahl bestehender und neuer IT-Lösungen integrieren, um staatliche Dienstleistungen und Verwaltungsverfahren online bereitzustellen. Ziel ist es, die Effizienz und Zugänglichkeit öffentlicher Dienste im gesamten Land zu steigern. Eine der zentralen Funktionen von Kubagop wird es sein, digitale Zahlungen und Unterschriften zu ermöglichen, sowie die Schaffung einer digitalen Bürger-ID voranzutreiben. Dies könnte die Verwaltung in Kuba revolutionieren, indem viele Verfahren wie die Registrierung des Personenstandes und die Beantragung von Personalausweisen online abgewickelt werden können. Auch Sozialschutzleistungen und Arbeitsangebote sollen über diese Plattform zugänglich sein. Interessant ist, dass Kuba bereits 263 digitale Regierungsportale hat, die nationale, provinziale und kommunale Behörden umfassen. Von den 328 identifizierten Verfahren und Diensten für Privatpersonen sind 139 bereits teilweise digitalisiert. Das sind 60 mehr als Ende 2022. Ein weiteres Highlight der digitalen Transformation in Kuba ist die Nutzung der Plattform Transfermobil, über die Steuern für öffentliche Dokumente wie den digitalen Stempel bezahlt werden können. Im Jahr 2023 wurden 3,4 Millionen solcher Verfahren digital durchgeführt, ein beachtlicher Schritt in Richtung Digitalisierung. Zusammengefasst verfolgt die kubanische Regierung das Ziel, durch Kubagop und andere digitalen Initiativen die Zuverlässigkeit, Authentizität, Integrität, Transparenz und Sicherheit öffentlicher Informationen zu gewährleisten. Mit diesen Maßnahmen wird Kuba einen wichtigen Schritt in Richtung einer modernen und digitalen Zukunft machen. Die US-Botschaft in Havanna erweitert ihre Visadienste. Was bedeutet das genau? Nun, ab sofort können Kubaner, die für Bildungs- und Kulturaustausche, temporäre Arbeitsstellen oder Studienprogramme in die USA reisen möchten, ihr Nicht-Einwanderungsvisum beantragen, und zwar direkt in Havanna. Das gilt auch für Sportler, Künstler, Mitglieder religiöser Gruppen und sogar Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Bisher mussten Kubaner dafür in Drittländer reisen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Diese Erweiterung ist möglich, weil die US-Botschaft ihr Personal aufgestockt hat.
Und sie ist Teil der Bemühungen der beiden Administrationen, Hindernisse für den kulturellen Austausch ja abzubauen. Das ist ein großer Schritt nach vorne, besonders wenn man bedenkt, dass seit 2017 während der Trump-Administration die Visadienste in Havanna ausgesetzt waren. Seit Mai 2022 wurden zwar wieder einige Immigrationsvisa bearbeitet, aber für Nicht-Einwanderungsvisa war der Prozess bisher sehr eingeschränkt. Eine kleine Einschränkung bleibt jedoch, Touristenvisa, also B1, B2-Visa, werden weiterhin nicht in Havanna ausgestellt. Wer als Tourist in die USA reisen möchte, muss also nach wie vor in ein Drittland ausweichen. Außerdem ist zu beachten, dass alle Visa-Anträge von einem US-Sponsor initiiert und durch die US-Einwanderungsbehörde genehmigt werden müssen. Trotz der Verdopplung des Personals in der Botschaft reicht die Kapazität noch nicht aus, um alle Visadienste vollständig wiederherzustellen. Aber die Botschaft arbeitet daran, einen Rückstau von Anträgen abzubauen, der 2021 ganze 100.000 Fälle erreicht hatte, darunter etwa 22.000 Fälle aus dem kubanischen Familienzusammenführungsprogramm. Laut den neuesten Statistiken des US-Außenministeriums hat die US-Botschaft in Havanna im Steuerjahr 2023 28.143 Einwanderungsvisa ausgestellt. Diese Maßnahme könnte die kulturellen und akademischen Verbindungen zwischen Kuba und den USA erheblich stärken, auch wenn viele Kubaner weiterhin alternative Wege suchen, um den Herausforderungen auf der Insel zu entkommen. Es gibt wieder eine Neuerung in unserem Shop. Neben Cubita Café und Ron Varadero findet ihr nun auch Havana Club im Shop. Eine der größten kubanischen Marken durfte natürlich nicht fehlen. Wie ihr merkt, sind wir dabei, unsere Auswahl an Produkten allmählich zu erweitern. Was fehlt euch in unserem Shop? Welche Produkte wollt ihr dort sehen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Klickt auf www.derletztewestkubaner.de und mit dem Code ILOVEKuba10 gibt es noch 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Den Link findet ihr außerdem wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. www.derletztewestkubaner.de. Tja, und wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniert meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut doch gerne in die anderen Videos rein. Hier ist die Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.